Wann wart ihr denn das letzte Mal in der Bankfiliale? Ja, heißt ja immer wieder, Bankfilialen, ach, die verschwinden bald alle. Das ist ein schwieriges Thema, auch bei uns. Aber mal im Ernst, wird die klassische Bankfiliale komplett verschwinden? Was, wenn es gar keine Filialen mehr gibt? Wer hilft mir denn dann bei der Finanzberatung? Und ganz andere Frage, wer nimmt die Leute mit, die gar kein Online-Banking machen? Wer zeigt mir, wie es geht? Und genau das schauen wir uns heute in der Filiale an. Ja, das ist eine von uns, aber es wird keine Werbung, versprochen. Hi, grüß dich. Und wer mir mehr zur Zukunft der Filiale sagen kann, ist der Philipp Gosso. Du hast einen sehr emotionalen Artikel geschrieben, Mythos vom Ende der Filiale. Was ist denn da dran? Es regt mich auf, dass die Leute immer sagen, die Filiale wird es nicht mehr geben. Die Filiale ist ein Ort, wo Menschen für Bankgeschäfte beraten werden wollen, und das wird es auch in Zukunft geben. Hat sich da was geändert in den letzten Jahren? Absolut. Viele Leute gehen viel weniger in die Filiale für Dinge, die man auch von zu Hause erledigen kann, und das ist auch gut so. Aber trotzdem gehen sie in die Filiale für die wichtigen Dinge. Da, wo sie mit einem Menschen sprechen wollen, über die Dinge, die bedeutsam sind für ihr Leben. Wenn jetzt immer mehr Leute online gehen, bedeutet das auch, dass sie gar nicht mehr in die Filiale kommen? Es gibt sicherlich Menschen, die brauchen auch gar nicht in die Filiale zu gehen. Wenn man nur Überweisungen tätigen möchte oder sich nach dem Kontostand erkundigt, muss man nicht in die Filiale. Aber es gibt viele, viele Momente, und die Menschen werden das immer wieder spüren, wo es gut ist, dass man weiß, da ist jemand, der kümmert sich um mich. Und da ist jemand, den kann ich fragen, wenn ich Fragen habe, die für mich wichtig sind. Was wird denn an Beratung besonders nachgefragt im Moment? So ein Thema wie Nachhaltigkeit. Wie kann ich nachhaltig investieren? Da gibt es ganz viele Webseiten, die sagen ganz unterschiedliche Dinge, aber da möchte man ja auch Qualität haben. Oder wie sorge ich für mein Alter vor? Wie sorge ich für meine Kinder vor? Wie investiere ich in eine Immobilie? Wie kann ich mir das leisten? Das sind Fragen, die bewegen Menschen, und da sollte man sich besser überlegen, was man tut, und sich gut beraten lassen. Und wie so eine Bankberatung funktioniert, erklärt mir jetzt die Alexandra Schwertfeger. Welche Leute kommen denn überhaupt zu dir, Alexandra? Oh, das ist vielfältig. Also in Bezug aufs Online-Banking ist es über alle Generationen hinweg. Kunden, die eben noch kein Online-Banking haben oder Online-Banking-Zugangsdaten schon haben, aber eben noch ein bisschen Hilfe brauchen, um alle Funktionalitäten auszuführen. Wo klemmt es denn da ab und zu? Oft ist es der Anfang. Der Anfang ist immer so ein bisschen das Schwierigste, und deshalb, wenn ich mit meinen Kunden telefoniere, einen Termin vereinbare, bestelle ich meistens schon die Zugangsdaten, sodass wir dann im Gespräch die ersten Schritte gemeinsam auf dem Endgerät des Kunden direkt einstellen können. Hast du denn mal ein konkretes Beispiel für mich? Das ist eine Frage, die sehr oft an dich herangetragen wird. Also gerade in den letzten Tagen kommt vermehrt die Anfrage, die Umstellung vom Postfach in den eSafe. Gutes Beispiel war letztens eine Kundin, wollte den eSafe erklärt haben. Ich habe ihr gesagt, laden Sie da einfach mal eine Ausweiskopie hoch, Ihren Impfausweis jetzt sehr aktuell, dass wenn das Portemonnaie mal verloren geht oder auch das Handy, dass man eben auch eben in fremden Ländern online diese Dokumente abrufen kann. Und das ist so... Ja, das hilft eben, klar. Genau. Was bedeutet denn für dich die Filiale von morgen, die Filiale der Zukunft? Kannst du das mal kurz umreißen? Die Filiale ist ein Ort des Vertrauens. Hier kommen die Kunden hin, und hier wissen sie, hier werden sie gut beraten. Die wird sich verändern, die Kunden werden sich auch auf anderen Wegen beraten lassen, aber die Filiale ist und bleibt der Ort, wo man hingeht, wenn man eine gute Bankberatung haben möchte. Was denkt ihr über die Filiale? Wie sieht für euch Bankberatung in der Zukunft aus? Schreibt es mal in die Kommentare.